So kann es gehen. Wir sind gestern in Grönland in Kangerlussuaq gelandet. Aber leider ohne unser Gepäck. Das ist leider in Kopenhagen geblieben. Tja, jetzt haben wir eine Regenjacke. Ein bisschen das, was wir anhaben, dabei. Das Wetter ist ganz okay. So kann man es hier einigermaßen aushalten. Wir sind gestern mit dieser Maschine gekommen. Und jetzt warten wir darauf, dass die Maschine nach Nuuk fliegt und dort unser Gepäck hoffentlich einsammelt, weil das soll heute früh von Kopenhagen nach Nuuk gebracht worden sein. Wenn wir wirklich heute noch an unser Gepäck kommen, dann ist alles soweit in Ordnung. Was genau wir vorhaben, erzählen wir euch später im Detail. Ja, das ist die aktuelle Situation und wir drücken fest die Daumen, dass wir bald losgehen können. Da soll es jetzt drin sein. Das ist wirklich dein Rucksack. Oh mein Gott, finally haben wir den Flughafen verlassen. Wir haben endlich unser Gepäck. Oh Mann, wir sind so glücklich. Das hat uns schon ganz schön gestresst, nicht zu wissen, was los ist, wann wir losgehen können. Ja, jetzt heißt es nur noch Rucksack ein bisschen umpacken, uns ready machen, nochmal Zähne putzen. Eigentlich noch Glück gehabt für dieses ganze Hin und Her. Und jetzt kann es dann richtig losgehen. Da sind wir heute Morgen losgestartet und das ist hier der Flughafen, die Militärbasis daneben und dann geht es da raus ins offene Meer bzw. erstmal in den Fjord. Ja, und wir sind jetzt seit gut Stunde 15 unterwegs und haben auch schon nasse Füße. Wir hatten ja gedacht, es gibt 10 Tage nasse Füße. Aber dass das dann nach 3 Kilometern schon anfängt, war uns nicht so klar. Auf jeden Fall sind die eiskalt, das Wasser ist eiskalt und man läuft hier wirklich, naja, auf Wolken. Ist ein bisschen übertrieben. Es sind halt Moos, dicke Grasschichten, in die man wirklich auch mal 10, 15, 20 Zentimeter einsinkt. Also hat schon was, ist aber auch sehr anstrengend. Die Franzi, die läuft da vorne und für uns geht es jetzt hier oben weiter auf der Ridge immer Richtung Russell Glacier. Haben wir noch 20 Kilometer und ja, wir starten hier rein und freuen uns sehr und ich glaube, als erstes freuen wir uns auf die Stille, die Menschenleere und einfach dieses Stück Natur und Erde zu genießen. Und hier ist jetzt schon gar nichts. Und ich glaube, dies gar nichts wird noch viel mehr nichts. Und die Franzi erklärt euch jetzt mal, was wir genau vorhaben. Also gerade hier auch eher so off-Trail unterwegs. Aber das gehört hier einfach so. Es gibt keinen Weg. Dafür eine wirklich traumhaft schöne Landschaft. Wir sind hier übrigens oberhalb des Polarkreises und in Grönland gibt es den Arctic Circle Trail, der eben von Kangerlussuaq, wo wir gelandet sind, bis nach Sisimiut rüber an die Westküste führt. Das sind original 160 Kilometer, aber wir wären ja nicht wir, wenn uns das zu wenig wäre und wir daraus eine eigene, wir nennen es Extended Version gemacht haben. Das bedeutet, wir sind gerade auf dem Kangerlussuaq Trail, auf einer Ridge auf dem Weg zum Russell Glacier, werden dort heute die erste Nacht verbringen und morgen dann zu Fuß weiter zum Point 66. Dort können wir direkt aufs Inland-Eissheet
Und weil uns das zu langweilig gewesen wäre, den gleichen Weg wieder zurück bis nach Kangerlussuaq zu laufen und von dort aus dann den ACT zu starten, laufen wir eine Variante Off-Trail, quasi auf der Rückseite der Ridge, auf der wir heute unterwegs sind, und stoßen dann ja wahrscheinlich so nach 2-3 Tagen wieder auf den Original ACT und laufen den ganz normal bis nach Sisimiut. Es wird sicherlich spannend, da einige Off-Trail-Passagen dabei sind. Wir wissen noch nicht so richtig, was uns da erwartet. Aber wir haben total Bock, das herauszufinden und uns durchzukämpfen. Geplant haben wir etwa 11 Tage unterwegs zu sein, in Summe 240 Kilometer zu laufen. Und für die gesamte Zeit müssen wir uns auch selbst versorgen. Dementsprechend haben wir einiges an Nahrung im Rucksack. Und es ist auch nicht mit irgendwelchen bewirtschafteten Hütten zu rechnen. Was heißt zu rechnen? Die gibt's einfach nicht. Keine Straßen außer einem ATV-Track. Das heißt, wir sind hier wirklich schon sehr wild und einsam unterwegs. Wir sind tatsächlich gespannt, wie viele andere Hiker wir treffen werden. Der Trail ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. Aber ich denke, das wird sich trotzdem im Rahmen halten. Wir haben die ersten tierischen Begleiter gefunden. Und zwar Moschusochsen. Da hinten. Crazy. 2 Stunden unterwegs. Das ist hier ein Auf und Ab zwischen harten Stellen und irgendwie super tiefen bzw. super weichen Stellen. Also hier ist alles trocken. Und dieser Abschnitt ist Off-Trail. Obwohl, hier ist eigentlich ein Weg gerade. Naja, da gibt es so ein Zeichen. Und dann gehen wir mal dahin. Da hinten war gerade ein Felssturz. Könnt noch die Staubwolke sehen. Das war ganz schön laut. Leider haben wir es zu spät angemacht. Aber krass, ist ganz schön weit weg. Oh wow, ist einfach so schön hier. Wir können jetzt sogar schon das Eisschild sehen. Und wenn wir zurückblicken, sehen wir einfach Wasser, Seen, Weite. Es ist so toll. Und das schon am allerersten Tag. Wow.
Von da oben sind wir jetzt runtergekommen. Waren gerade nochmal am Wasser gefiltert. Ist sehr braun, aber schmeckt neutral. Naja, jetzt gibt es noch mal ein paar Nüsse auf die Hand. Und dann geht's weiter. Schon wieder bergauf. So, wir sind für heute fertig. Ja, wie wir sehen, sind wir leider nicht am Russell Glacier. Das war dann doch ein ganzes Stück zu weit für heute. Dafür, dass wir so spät erst los sind. Die Nacht nicht so gut geschlafen haben mit dem Stress und dem Gepäck. Ja, deswegen haben wir jetzt gesagt, na, wir sind vernünftig. Die Sonne geht auch in 1,5 Stunden unter und das wären jetzt noch 8 Kilometer. Und das Gelände ist hier doch auch ein bisschen rougher als gedacht, zumindest so für den ersten Tag. Und ja, deswegen bleiben wir jetzt hier. Wir haben es auch echt ganz gut erwischt. Also wir sind hier an 2 Seen. Also ne, der eine auf der einen Seite und der andere auf der anderen Seite. Wir sind auf so einer Ridge. Haben also auch genug Wasser und ja, es ist jetzt mittlerweile auch kurz nach 21 Uhr. Wir freuen uns jetzt dann auch Feierabend zu machen und sind jetzt 18 Kilometer gelaufen. Von dem her gar nicht so schlecht. Jetzt werden wir essen, jetzt werden wir kochen und dann verkriechen wir uns ganz schnell in den Federn und holen den Schlaf der letzten Nacht nach. Und dann geht es morgen zum Frühstück zum Russell Glacier. Wir liegen jetzt endlich in den Federn. Und wollte noch mal sagen, also Grönland ist wirklich der Knaller. Das ist unglaublich schön. Der Weg heute war wirklich atemberaubend auf der Ridge. Wir hatten tolle Ausblicke zu beiden Seiten. Das Eiscap, den ganzen Weg vor uns. Also das kann man gar nicht in Worte fassen. Aber wir sind super happy, dass wir hier sind. Und dass wir heute auch reinstarten konnten in den Trail. Wir wollten einfach nicht mehr länger in Kangerlussuaq warten. Und sind jetzt zwar ganz schön kaputt und fertig, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und so kann es weitergehen. Gute Nacht.